Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für geschmorte Rinderbeinscheiben mit brauner Soße. Dafür bereiten wir zunächst die Beinscheiben vor, rundherum mit einem scharfen Messer ein paar Mal etwa 1 cm tief einschneiden. So bleiben die Beinscheiben beim Anbraten schön flach und wölben sich nicht so stark. Ich habe hier etwas mehr als 1 Kilogramm Beinscheiben verwendet. Das müsste auf jeden Fall für 4 Personen reichen. Jetzt alles von beiden Seiten kräftig mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen und außerdem von beiden Seiten mit je einem Teelöffel Senf einreiben bzw. bestreichen. Und so können wir die Beinscheiben im Anschluss anbraten. Dafür einen guten Schuss Öl in eine Pfanne geben. Hier könnt ihr natürlich auch einen Bräter oder einen großen Topf verwenden. Jetzt die Beinscheiben nebeneinander in die vorgeheizte Pfanne geben und für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze anbraten. Währenddessen bereiten wir noch die restlichen Zutaten vor. 2 große Zwiebeln abziehen und grob hacken und außerdem habe ich hier noch etwa 300 Gramm braune Champignons, putzen und dann einfach je nach Größe halbieren oder vierteln. Wenn das erledigt ist, die Beinscheiben einmal wenden, jetzt von der anderen Seite ebenfalls für 3 bis 4 Minuten anbraten und danach aus der Pfanne heben und kurz zur Seite stellen. Als nächstes einen guten Esslöffel Butter in die Pfanne geben, außerdem die vorbereiteten Pilze sowie Zwiebeln dazugeben. Zwiebeln und Pilze jetzt kurz für ein paar Minuten anbraten, dabei schon mal ein paar der Röststoffe vom Pfannenboden lösen. Danach einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark dazugeben, das Tomatenmark ebenfalls kurz unterrühren, mit anrösten lassen und wenn das erledigt ist, löschen wir mit ca. 200 ml Rotwein ab. Alternativ könnt ihr hier auch Rinderfond verwenden, wenn ihr auf Alkohol verzichten möchtet. Den Rotwein unter Rühren einköcheln lassen und so die restlichen Röststoffe vom Pfannenboden lösen. Danach die Gewürze dazugeben, je einen Teelöffel Rosmarin, Thymian und süßes Paprikapulver. Und dann kommen die Beinscheiben zurück in die Pfanne. Zum Schluss alles mit ca. 750 ml Wasser aufgießen, bis die Beinscheiben knapp mit Flüssigkeit bedeckt sind. Den Pfanneninhalt zum Kochen bringen und jetzt lassen wir alles mit geschlossenem Deckel bei niedriger Hitze für 2 bis 2,5 Stunden langsam simmern bzw. köcheln. Nach etwa einer Stunde den Deckel einmal abnehmen, die Beinscheiben jetzt einmal vorsichtig wenden und dann mit geschlossenem Deckel für 1 bis 1,5 weitere Stunden weiter köcheln lassen, bis die Beinscheiben gar sind und anfangen auseinanderzufallen. Das ist etwa nach 2 bis 2,5 Stunden der Fall. Dann können wir uns um die Soße kümmern. Die Beinscheiben aus der Pfanne heben, kurz auf einem Teller zur Seite stellen, dann alles mit einem guten Esslöffel Zuckerrübensirup und einer Prise Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Zum Schluss mit etwas Speisestärke abbinden. Dafür habe ich 2 Teelöffel Speisestärke mit einem kleinen Schluck kaltem Wasser verrührt. In die köchelnde Soße gießen, alles einmal gut umrühren und köcheln lassen, bis die Soße die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Danach können wir das Fleisch zurück in die Pfanne geben, nochmal kurz in der Soße durchwärmen und anschließend können wir servieren. Als Beilage gibt es bei uns heute Kartoffelstampf, Nudeln, Salzkartoffeln oder Spätzle würden auch super passen. Das Fleisch mit reichlich Soße neben dem Kartoffelstampf anrichten
Wer mag, kann zum Schluss noch mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.